Wow, was für ein toller Tag. Ich habe meinen Kumpel schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, was er dieses Mal aus Frankreich zu berichten hat. Oh. Maximilian! Marcel! Es ist schön, dich wiederzusehen. Es ist auch schön, dich wiederzusehen, mein Freund. Komm, setzen wir uns. Sag mir mal, warum hast du mich denn hergeholt? Ich habe gehört, dass du dich bei deinem letzten Turnier wirklich sehr gut geschlagen hast. Und nun bist du zur europäischen Meisterschaft qualifiziert. Und dafür wollte ich dir alles Gute wünschen und dich beglückwünschen. Ich danke dir, Maximilian. Um ehrlich zu sein, die Verbindung zu meinen Karten hat mir das ermöglicht. Aber ich freue mich schon richtig darauf. Das kannst du mir glauben. Ja, das glaube ich dir. Nun, um ehrlich zu sein, das ist nicht der einzige Grund, warum ich heute bei dir bin. Und wie kann ich dir da weiterhelfen? Nun, du sagtest es einmal, dass du mit jemandem befreundet bist, der Schmirko heißt. Die meisten bezeichnen ihn eher als Wächter oder Wanderer. Ja, das ist richtig. Er muss stets schwierige Aufgaben erfüllen und ist wirklich sehr damit beschäftigt. Aber warum interessierst du dich denn? Nun, um dir das zu beantworten, dann muss ich dich erst fragen, was weißt du noch über das Jahr 2009? 2009? Nun, da gab es einige seltsame Vorfälle. Es war äußerst schwierig, das Kartenspiel zu spielen. Und weltweit gab es wirklich seltsame und mysteriöse Ereignisse. Es sind sogar Menschen verschwunden. Aber was hat das mit Schmirko zu tun? Ich habe nur gehört, dass sowohl er als auch 4 weitere Personen ein großes Unglück abgewendet hatten und dadurch die Welt gerettet haben. Im sogenannten Schattenkrieg. Alles, was ich wollte, ist, wenn du ihn nochmal das nächste Mal siehst, dass du ihm meinen Dank aussprichst. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann kann ich das machen. Aber ist doch wirklich alles okay bei dir? Ja, bei mir ist soweit alles in Ordnung. Man könnte nur sagen, dass die Vergangenheit mich manchmal einholt. Aber es ist nichts Besonderes, da brauchst du dir keine Sorgen. Unliebsame Erinnerung? Meinst du damit etwa eine Frau? Oder sowas in der Art? Ja, so in etwa. Okay, Marcel. Dann würde ich mal sagen, ich mache mich langsam auf den Weg. Ich möchte dich auch nicht bei deinen Turniervorbereitungen weiter stören. Hat mich definitiv gefreut, dich wiederzusehen. Okay. Ich danke dir vielmals, Maximilian. Es hat mich auch sehr gefreut, dich wiederzusehen. Danke, Maximilian. Ich hoffe, du kommst mich bald wieder öfters besuchen. Ich werde es versuchen, Kumpel. Na dann, mach es gut. Pass auf dich auf, ja?
Die ganze Zeit schon verfolgst du mich aus meinem Schatten heraus. Möchtest du nicht auch langsam hervortreten? Oho, du wusstest also, dass ich die ganze Zeit an dir gehangen habe? Interessant. Ich gehe davon aus, dass du etwas explizit von mir willst. Ansonsten hättest du mich doch nicht verfolgt. Oh ja, das kann man so sagen. Wir beide haben noch eine Rechnung offen. Euch geht auch wirklich nie die Ideen aus, mir auf die Nerven zu gehen. Also, sag schon, was willst du von mir? Du machst dich wieder über uns lustig, was? Aber egal, wo du auch bist, wir finden dich immer. Die Wahrheit wird dich immer finden. Was will so ein billiger Schattenlord wie du mir von Wahrheit erzählen? Dein Freund weiß gar nichts von dir oder deiner Vergangenheit, oder? Als ob dich das etwas angeht. Ich werde ihn von all diesen Schattenmärchen bewahren. Du willst also nicht, dass es einer erfährt. Interessant. Die Blume hat also Angst, gepflückt zu werden. Aus mit der Sprache. Was willst du von mir? Deine Duellenergie. Ich brauche sie, um wieder meine Schattenlordgestalt annehmen zu können. Ich denke nicht daran, dir etwas anderes zu geben als einen Arschtritt und einen Freischein ins Nirvana. Das werden wir ja noch sehen. Mach dich bereit für ein Schattenduell. Etwas anderes habe ich auch nicht erwartet. Aber wenn es genau das ist, was du brauchst, damit du endlich Ruhe gibst, bin ich dabei. Duell! Ich beschwöre meine Fremdenführerin aus der Unterwelt. Diese holt mir den teuflischen Nashornkrieger auf das Spielfeld. Direkt von meinem Deck. Dann setze ich 2 Karten verdeckt und beende meinen Spielzug. Ich hätte mehr von deinem ersten Zug erwartet. Na gut, dann bin ich dran. Ich ziehe. Als erstes aktiviere ich den Effekt meines edlen Ritter-Schildträgers. Indem ich ihn aus dem Spiel verbanne, kann ich von meinem Deck Pferd der Blumenritter meiner Hand hinzufügen. Spielt der Herr also immer noch mit Pferdchen? Es sind intelligentere und teurere Tiere, als du dir vorstellen kannst. Als nächstes rufe ich dann mein Blumenpferd. Dadurch darf ich von meinem Deck meine edle Ritterin Johanna meiner Hand hinzufügen. Als nächstes aktiviere ich die zweite Fähigkeit meines Blumenpferdes. Ich kann es und meine heilige Johanna von meiner Hand auf den Friedhof legen und eine Fusionsbeschwörung durchführen. Und damit rufe ich als Fusionsbeschwörung meine Zentaurin Mina. Los, Mina! Darauf habe ich gewartet. Ich aktiviere meinen reißenden Tribut. Damit zerstöre ich alle Monster, außer meiner Fremdenführerin, dank des Effekts meines Nashornkriegers. Oh nein, das denke ich nicht, denn ich aktiviere den Effekt meiner Mina. Dadurch wird dein reißender Tribut annulliert und wieder verdeckt gelegt. Dann greif mich doch an, wenn du es wagst. Oh, das glaub mir mal, das werde ich auch. Los, Mina, greif seinen Nashornkrieger an. Dann aktiviere ich meine verdeckte Spiegelkraft und zerstöre deine Karte. Das denke ich nicht, denn ich aktiviere von meiner Hand mein verbotenes Kleid. Dadurch wird mein Monster zwar geschwächt, aber es kann nicht durch deine Spiegelkraft zerstört werden. Das ist nur ein kleiner Verlust. Aber dank der Vernichtung meines Monsters kann ich jetzt ein Unterweltlermonster von meinem Deck direkt auf den Friedhof schicken. Welche Kreatur er wohl abgelegt hat. Ich sollte vorsichtig agieren. Auch wenn der Schatten seine volle Kraft nicht hat, könnte er eine gefährliche Strategie verfolgen. Gut, dann setze ich jetzt 2 Karten verdeckt.
und beende meinen Spielzug. Dann ist es jetzt mein Zug. Als erstes beschwöre ich mein Aroha. Dann führe ich eine Link-Beschwörung durch und rufe meine losgekettete Seele der Raserei. Diese Karte kann aber nur in meiner Runde ihre volle Macht entfalten. Also brauche ich jetzt nichts zu befürchten. Das ist mir vollkommen egal, denn jetzt aktiviere ich den Effekt meiner losgeketteten Seele von Shyama aus meinem Friedhof. Dadurch zerstöre ich meinen reisenden Tribut und kann ihn von meinem Friedhof aufrufen. Diese Karte hast du also auf dem Kartenfriedhof abgelegt. Richtig. Und jetzt benutze ich meine Raserei und mein Shyama und Link-beschwöre das Link 3 Monster. Losgekettete Seele der Angst. Also mir macht diese Karte keine Angst. Das sollte sie aber. Und als nächstes aktiviere ich meine Zauberkarte. Ryuku. Dadurch erhält meine Seele der Angst die Hälfte der Angstpunkte deiner Mina dazu. Was? Damit steigen seine Angriffspunkte auf 3500. Damit gehe ich in meine Kampfphase und aktiviere Anti-Zauberpfeile. Damit sind deine verdeckten Karten eingefroren. Das ist nicht dein Ernst. Los, meine Seele der Angst! Zerstöre seine Mina! Ja, ich fühle, wie ich stärker werde. Ich brauche mehr Power! Ihr Schattenlords denkt immer nur an Macht oder Power. Ihr könnt gar nicht anders, ihr könnt an nichts anderes denken. Ich kann an kaum etwas anderes denken, als mich endlich an dir zu rächen. Aber zunächst setze ich eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Dann bin ich dran und ich ziehe. Mir ist sehr wohl bewusst, was du getan hast, was du uns allen angetan hast. Und was soll das gewesen sein? Ist das dein Ernst? Deine ganze Identität ist bei den Schattenduellanten bekannt. Keiner kennt nicht die Geschichten rund um Maximilien Fleur. Oder sollte ich lieber sagen, die Geschichten des Revolutionsduellanten Fleur de Noir. Diesen Namen habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. Das letzte Mal war es zu den Zeiten des Schattenkrieges. Dein großes Geheimnis, das nur wenige Leute kennen. Nicht einmal dein Freund Marcel weiß es. Ich will auch nicht, dass Marcel in irgendwelchen Angelegenheiten mit dem Reich des Schattens hineingezogen wird. Es stimmt. Ich war als Revolutionsduellant Fleur de Noir bekannt. Ich habe andere angeführt im Kampf gegen die finsteren Mächte des Reiches der Schatten. Wir haben uns als einfache Menschen gegen die Schattenduellanten gewehrt. Überall auf der Welt haben wir gekämpft und ich habe unzählige von euch das Handwerk gelegt. Der Hauptkampf fand an einem Ort statt, an dem der Schattenimperator und Schmirko aufeinander trafen. 5 Helden haben diesen Krieg ein Ende bereitet. Danach haben sich die Schattenlords verstreut und haben ihre Kraft eingebüßt, so wie du. Die Welt muss nicht immer wissen, wer die Heldentaten im Hintergrund erledigt. Solange sich die Welt weiterdreht, ist für die Menschen alles gut. Ich selber konnte an dem Hauptkampf nicht teilnehmen. Aber danach habe ich alles Mögliche versucht, um jeden Rest von euch zu beseitigen, der noch auf diesen Erden wandelte.
Aber diesmal gibt es nichts, was du tun kannst. Das werden wir ja noch sehen. Als nächstes rufe ich als Normalbeschwörung meinen Blumen-Synchronisierer. Da ich ihn kontrolliere, kann ich von meiner Hand das weiße Ross der Blumenritter als Spezialbeschwörung beschwören. Und jetzt nutze ich beide für eine Synchro-Beschwörung. Pass auf. Jetzt kommt mein Blumenchevalier. Das Aasmonster von Maximilian Fleur. Und ich werde dir jetzt auch ganz genau zeigen, warum. Als nächstes aktiviere ich dann meine Kraft der Magie. Dadurch erhöhen sich die Angriffspunkte meines Blumenchevaliers um weitere 1500 Punkte, weil ich ja noch 2 verdeckte Karten habe. Also, los Blumenchevalier, greif seine Seele der Angst an! Dadurch, dass du meine Seele der Angst zerstört hast, kann ich mein Aruha wieder auf die Hand nehmen. Das beendet meinen Spielzug. Du bist dran. Ich werde dir zeigen, dass dir deine Verspottungen nichts nützen werden. Ich kann mich nicht erinnern, das gemacht zu haben. Und ob du das hast? Du hast die besiegten Schattenduellanten verprügelt. Manche hast du danach in Seen oder Flüsse geschmissen. Oh. Andere hast du sogar mit einem Pferd über den Haufen getrampelt. Echt? Seid froh, dass ich keinen Führerschein habe. Was? Was? Das reicht! Ich werde dich zerstören! Alles von dir! Uah! Ha, also das ist deine wahre Gestalt. Mein Zug! Ich aktiviere meine Falle. Scheußliche Kammer der Losgeketteten. Damit rufe ich meine Seele der Angst zurück. Ich aktiviere ihren Effekt. Dadurch kann ich deine Blumenchevalier als Linkmaterial benutzen. Wie bitte? Das kann nicht sein. Komm empor! Losgekettete Scheußlichkeit! Oh nein, durch dieses Manöver hat er meine beiden Karten blockiert. Ich brauche ein Monster, um sie zu aktivieren. Als nächstes aktiviere ich meine vom Grab gerufen und verbanne dein weißes Ross, damit du dich nicht vor meinen Angriff schützen kannst. Oh, nicht auch das noch. Los, meine Scheußlichkeit! Direkter Angriff auf seine Lebenspunkte! Es gibt nichts mehr, was du ausrichten kannst. In der Endphase zerstört mein Monster eine deiner verdeckten Karten. Das denkst auch nur du. Das Feuer der Revolution brennt in mir noch lichterloh. Und das werde ich dir jetzt auch beweisen. Aktiviere meine verdeckte Banner der Revolution. Dadurch, dass du von mir eine andere Karte zerstört hast, kann ich meine endlich frei von meinem Friedhof wieder meiner Hand hinzufügen. Und dann bin ich dran. Mach dich bereit. Als erstes aktiviere ich den Topf der Begierden. Indem ich die obersten 10 Karten meines Decks verbanne, darf ich 2 Karten ziehen. Daran kette ich von meiner Hand an meine Zauberserie. Indem ich meine endlich Freikarte von meiner Hand auf den Friedhof schicke, kopiert Zauberserie mein Topf der Begierden. Was bedeutet, ich werde jetzt die obersten 20 Karten meines Decks aus dem Spiel entfernen, darf dadurch aber jetzt auch ganze 4 Karten ziehen. Sehr gut, damit ist dein Deck so gut wie ausgelöscht. Dann aktiviere ich als nächstes Kartenzerstörung. Das wirft unser gesamtes Blatt ab
Und dann ziehen wir beide die gleiche Anzahl an Karten, die wir abgeworfen haben, nochmal neu. Dann aktiviere ich die Zauberkarte Kopf der Trägheit. Diese muss jetzt 5 Monster von meinem Friedhof zurück und dann darf ich 2 Karten ziehen. Also, ich mische meinen Zentauren Nina zurück, 2 Blumenpferde, edler Ritter Schildträger, edle Ritterin Johanna. Da darf ich jetzt 2 Karten von meinem Deck ziehen. Perfekt. Dann aktiviere ich eine Schnellzauberkarte. Die nennt sich Zauberkarte Wiedergeburt. Dadurch darf ich jetzt ein Monster von meinem Friedhof wieder zurückholen, was ich nach der Kartenzerstörung abgeschmissen habe. Und du wirst niemals raten, was für eine Karte das ist. Denn ich rufe jetzt meinen Wächterengel Joan. Joan? Was? Diese Karte ist nicht in deinem Besitz. Sie sollte doch jemand ganz anderes gehören. Wieso hast du sie? Und ihr denkt, ihr wüsstet immer alles. Als nächstes aktiviere ich mein Blumenflorett. Dank dieser Zauberkarte darf ich jetzt meinen Blumensynchronisierer vom Friedhof zurückbeschwören. Dann aktiviere ich die Zauberkarte Wiedergeburt. Damit kommt auch mein Blumenchevalier wieder zurück aufs Spielfeld. Was hast du vor? Ich will das Gute in dieser Welt verteidigen. Und jetzt passt genau auf, denn jetzt rufe ich mein wirkliches Ass. Ich synchronisiere meinen Blumensynchronisierer mit meinem Blumenchevalier. Und jetzt reite empor. Das Sinnbild der Revolution. Blumenbarone. Unsere beiden Monster sind gleich stark. Ich glaube nicht, dass unsere beiden Monster gleich stark sind. Dadurch, dass mein Blumenflorett auf den Friedhof gegangen ist, kann ich sie an meine Blumenbaronin ausrüsten. Dadurch erhält sie zusätzliche 700 Angriffspunkte. Und dann aktiviere ich den Effekt meiner Blumenbaronin. Damit kann ich deine Scheußlichkeit zerstören. Dann kann ich jetzt den Effekt der scheußlich losgeketteten Seele in meiner Hand aktivieren. Nein, das wirst du nicht. Denn durch den Effekt meiner Blumenbaronin kann ich diesen Effekt negieren. Du kannst mich diese Runde nicht besiegen. Deine Joan kann durch den Effekt Zauberkarte Wiedergeburt mich nicht angreifen. Schattenlord. Wir Duellanten kämpfen für das, was wir im Herzen bewahren wollen. Und meine letzte Karte wird dir das begreiflich machen. Ich aktiviere die letzte Karte in meiner Hand. Zauberkarte. Geschenk des Märtyrers. Dadurch werde ich jetzt Joan das Spielfeld auf dem Friedhof legen. Jeder einzelne ihrer Angriffspunkte wird meine Blumenbaronin bekommen. Nein, das ist absolut nicht möglich. Nein, das kann nicht sein. Unter dem Banner der Revolution. Blumenbarone. Schlag zu. Blütenklinge der Revolution. Keiner von euch Schattentypen hat auch nur ansatzweise eine Idee davon, was es bedeutet, für oder mit jemandem zu kämpfen.
Die Zeit wird zeigen, ob du deinen Aufgaben wirklich gewachsen bist, Wanderer. Aber ich hoffe sehr, dass du auf Marcel aufpasst. Sein Schicksal wird sich ihm erst offenbaren, sowie auch der Weg, der vor ihm liegt. Als Waraluerland. It has begun. On a Saturday night in the summer, sundown in the York, come out, come out, come out, come out. Lamborghinis and the rented Hummers. The party's on, so they headed downtown, downtown, downtown. Found it. Just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. You look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my only fear. We become beautiful people. Designer clothes, front row fashion shows. What you do and who you know inside the world of beautiful people. Champagne rolled up nose, prenups, broken homes, surrounded, still alone. Let's leave the party. That's not who we are. We are, we are, we are, we are not beautiful. Yeah, that's not who we are. We are, we are, we are, we are not beautiful. Beautiful. We are, we are, we are, we are not beautiful. We are, we are, we are, we are not beautiful. Beautiful people. Unsere beiden Welten sind in großer Gefahr. Denn bald wird die Bestie erwachen. Du bist unsere einzige Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ich stark genug für diese Aufgabe bin.